Ich bin froh, dass ich in die Prothesensprechstunde bei Poli gegangen bin, weil man eine Rundum-Versorgung und ein sehr gutes Gefühl bekommen hat, dass man gut versorgt ist und gut verstanden worden ist. Die Prothesensprechstunde ist eine Veranstaltung, die wir bei Polig seit Dezember 2015 ins Leben gerufen haben. Das veranstalten wir bei Polig kostenfrei an unseren Standorten in Heidelberg, in Nürnberg und in München. Bei der Prothesensprechstunde handelt es sich um eine interdisziplinäre Sprechstunde, gemeinsam mit Arzt, Techniker und Physiotherapeut, bei der wir uns um die Probleme von Prothesenanwendern kümmern. Die Prothesensprechstunde ist offen für alle Patienten mit Amputationen, die eine Prothesenversorgung haben und hierzu eine Beratung wünschen. Also die Ziele sind, dass wir vor allem für Patienten, die Probleme haben, durch unsere gemeinsame Analyse herausfinden, was verursacht die Probleme, und oftmals sind es ganz banale Dinge, die wir dann gemeinsam herausfinden können und dann die Qualität der Prothesenversorgung, damit die Lebensqualität der Patienten auch verbessern zu können. Das ist unser Hauptziel. Was super ist bei der Prothesensprechstunde, dass unter anderem mit der Physiotherapeutin ein Arzt und ein Orthopädietechniker vor Ort sind, die sich dann miteinander besprechen und das Beste für den Patienten herausfinden können. Ja, das ist deshalb unheimlich wichtig, weil jeder von uns hat seinen eigenen Blickwinkel. Der Techniker achtet mehr auf die technischen Fragen, die Physiotherapeuten, die achten mehr auf Bewegungsdefizite, muskuläre Defizite, Verkürzungen, und wir als Ärzte können natürlich dann auch unsere Expertise einbringen, beispielsweise wenn beim Patienten Hautprobleme vorliegen, dass man dann mal einen Erregernachweis führt oder solche Beispiele. Das Besondere aus unserer Sicht an der Prothesensprechstunde ist, dass wir sie in Stundenblöcken terminieren, so dass das Team auch ausreichend Zeit hat, sich mit den Problemen des einzelnen Patienten oder auch Prothesenanwenders zu beschäftigen. Ja, die Prothesensprechstunde läuft so ab, dass wir uns zu dritt zunächst mal anhören, was der Patient für Probleme hat, warum er zu uns kommt, dass wir uns dann gemeinsam das Gangbild angucken, dass wir die Prothese angucken, dass wir die Statik analysieren, dass wir den Stumpf untersuchen, dass wir schauen, ob der Patient irgendwelche Verkürzungen hat, irgendwelche Kontrakturen hat, und so dann ein Bild haben und dann rausfinden, was führt aus diesem ganzen Bild heraus zu den Problemen, die der Patient schildert und warum er zu uns kommt. Wenn Probleme analysiert wurden, dann schlagen wir einfach Therapiekonzepte vor, wie wir das lösen können, wie wir die Prothesenversorgung optimieren können, und haben dann auch eine Nachbetrachtung in der Prothesensprechstunde, wo wir ja auch uns damit beschäftigen, ob denn Verbesserungen und Vorteile für die Anwender erzielt wurden, also auch eine nachhaltige Lösung entstanden ist. Also in der Beratung wurde bei mir festgestellt, dass der Prothesenaufbau verkehrt war und die Prothese einfach zu eng war. Also es war unten zu weit und oben zu eng, und darum konnte ich nie einen richtigen Halt in der Prothese finden. Und genau, sie haben es dann ausgemessen, die Prothese, und auch eine Kleinigkeit an der Statik verändert, und dann konnte ich schon viel besser laufen hinterher. Ich bin überglücklich und bin vollstens zufrieden mit meinem neuen Schaftsystem, und ich würde jederzeit wiederkommen. Das Feedback von den Patienten ist durchweg positiv. Gerade die Erfahrung, dass sich da ein interdisziplinäres Team ausreichend Zeit nimmt, was auch Expertise in dem Bereich hat, begeistert die Patienten, und das kriegen wir in ihrem Feedback auch regelmäßig zurückgemeldet. Die Prothesensprechstunde findet zwischen 6 und 7 Mal im Jahr an den 3 Standorten Heidelberg, Nürnberg und München statt. Der Termin kann entweder telefonisch über unsere Empfänge vereinbart werden oder auch über ein Kontaktformular auf unserer Webseite. Also ich finde die Prothesensprechstunde gut, weil sich viele Leute um einen persönlich kümmern, und es ist einfach unbezahlbar, dass sich so viel Zeit für einen genommen wird.